wir haben Ackerbau und Grünland und wir sind 2010 zu der Entscheidung gekommen, dass wir einen neuen Stall bauen. Eben damals war der Betrieb noch nicht so groß, da haben wir uns ein bisschen vergrößern und vor allem die Arbeit erleichtern. Also es war uns von Anfang an auch bei der Planung vor dem Bau schon ein Anliegen, dass wir möglichst viele Sachen installieren, die die Arbeit erleichtern. Und natürlich ist auch das Anschieben von Futter eine schwere Arbeit, eine tägliche Arbeit. Und wir haben da bei der Planung schon uns Gedanken darüber gemacht, was können wir machen, was ist das Beste. Haben dann viel experimentiert. Das erste war einfach ein Gerät mit einem schrägen Schiebeschild, das Futter anschieben sollte. Hat nicht richtig funktioniert. Das nächste war dann ein abrollendes Gerät, sprich ein Reifen, der das Futter anschieben sollte, war auch nicht richtig. Und dann haben wir auf das gekommen, dass wir eine aktive Bewegung des Futters brauchen, und dann sind wir auf die Schnecke als Arbeitsgerät gekommen. Und die Schnecke hat natürlich mehr Vorteile. Sie schiebt das Futter nicht nur an den Futtertisch ran, sondern sie mischt das Ganze auch wieder auf und lockert das Ganze auf. Kann mehr Masse bewegen mit der Schnecke als mit einer Trommel zum Beispiel. Und der Futterschieber hat da kein Problem, große Mengen an das Fressgitter ranzubringen. Wir haben auch Betriebe, die im Sommer frisches Gras einfuttern, und das Gerät hat damit auch keine Probleme, das Futter an die Schnecke anwickelt oder dass es das Futter nicht ans Fressgitter ranbringen kann. Ja, man sieht es auch am Kuhverkehr, der optisch, wenn losfährt, die Kühe kommen an den Futtertisch, fangen zu fressen an, haben dadurch eine höhere Futteraufnahme, weil er nicht nur einmal am Tag fährt, sondern 6-, 7 Mal. Und wie gesagt, dadurch eine höhere Futteraufnahme, eine höhere Aktivität von den Kühen im Stall und eine höhere Milchleistung.